Hallo und willkommen zu einem neuen Video von Mojo für Mojos Dojo. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, bin ich seit Januar ein begnadeter Sim-Drifter und benutze aktuell meinen Belt-Driven TSXW dafür. Und der nächste logische Schritt war, von einem Belt-Driven zu einem Direct Drive Wheel zu wechseln. Natürlich gibt es bekannte Brands wie Fanatec, Simucube oder jetzt auch Simagic und viele weitere. Aber ich wollte etwas, was relativ unbekannt ist und was für viele vielleicht eine preisliche Alternative bedeuten könnte. Die chinesische Marke Camus. Wir beginnen jetzt mit dem Hands-on vom Camus Gear, was mir zur Verfügung steht, und gehen von Direct Drive Wheel bis zu den Pedalen alles nacheinander durch. Ich habe jetzt etwas Platz gemacht, um die Sachen besser vorstellen zu können, und beginne mit dem Lenkrad. Ich wollte natürlich ein rundes Lenkrad, weil ich übermäßig drifte, und werde schauen, ob ich mit dem flachen Lenkrad hier klarkomme, da ich ja beim Driften eigentlich ein Deep Dish Wheel benutze. Und ja, wir werden schauen, ob das klappt, und falls nicht, werde ich dann dieses Lenkrad austauschen mit einem anderen. Und ja, Camus selbst bietet in Zukunft noch ein Formel 1 Lenkrad an. Sobald ich mehr Infos über das Formel 1 Lenkrad habe, kann ich die euch gerne geben. Als nächstes kommt die kleine Box. In der kleinen Box haben wir die Buttonbox. Das ist die Buttonbox, die wir dann an das Lenkrad montieren werden. Ich zeige euch dann nochmal die Rückseite. Die Magnetschaltwippen. Sehr nice. Als nächstes gibt es in der Verpackung ein Quick Release. Laut Camus ist es ein NRG-Type. Den Quick Release Adapter setze ich jetzt erstmal wieder zurück in die Verpackung. Ich zeige, was sonst noch in der Verpackung ist. Das, um auf das Lenkrad zu setzen, soll hübscher aussehen. Eine kleine Blende. Und zu guter Letzt gibt es in der Verpackung noch die Schrauben für das Lenkrad. Das ist die schwerste Verpackung vom ganzen Camus Gear, und hier befindet sich der Direct Drive Wheel, die Servo Base. So liegt die Servo Base in der Verpackung. Hier befinden sich an der Seite USB-Kabel und Schrauben. Hier haben wir ein Netzteil. Das hier wäre der Anschluss für die Servo Base. Und hier haben wir einen ganz normalen Stecker für die Steckdose. Und schauen wir mal, wie viel Output das Netzteil gibt. 36 Volt mit bis zu 480 Watt. Das hier ist die Servo Base, die aus Aluminium besteht und die auch sehr schwer ist, muss ich sagen. Die Servo Base besitzt selbst hier vorne ganz viele Buttons, die belegt werden können, zum Beispiel für Assetto Corsa und diverse andere Spiele, die kompatibel sind, und das sind einige. Das sind die ganz normalen Buttons, Drehregler, die auch als Buttons ausgelöst werden können. Hier die Schalter. Auf der Rückseite hätten wir dann unsere Anschlüsse. Damit können wir dann alle wichtigen Sachen direkt an die Base anschließen. Es wird also mehr Zubehör für Camus in Zukunft geben. Und sollte ich weiteres Zubehör für mein Direct Drive Wheel organisieren, werde ich es natürlich auf meinem YouTube-Channel vorstellen. In dieser Verpackung befinden sich die Pedale, die wir uns jetzt natürlich auch noch anschauen. So. Zuallererst gibt es hier Schrauben, Federn und diverse andere Sachen, um die Pedale für uns angenehmer zu machen. Ich versuche es mal rauszunehmen, so gut ich kann.
Ui. Das wäre unser Gaspedal, also Throttle, mit einem USB Typ C Kabel. Ich lege es mal kurz so hin, damit es noch ein Bild bleibt. So, ich habe es mir mal etwas einfacher gemacht. Das wäre unser Clutch, auch gegreased, wie ihr sehen könnt. Die Federn, auch ein USB Typ C Anschluss. Gehen wir auch zur Seite. Und hier wäre unser Bremspedal. Sieht auch sehr wertig aus, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, aber das ist schon sweet gemacht. Nice. Das hypt mich ein kleines bisschen. Der Anschluss für die Pedale. Hier ist also, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, die Hauptplatine für den Anschluss an die Servobase. Das war natürlich nicht alles, weil irgendwo muss es ja drauf, und dann hätten wir hier eine Baseplate, wo wir die Pedale dran montieren können. Auch sehr schwer, und es fühlt sich einfach richtig gut an. Dadurch, dass die Pedale so aufgebaut sind, wie sie sind, gehe ich davon aus, dass man ohne viel Mühe die Pedale auch invertieren könnte, was für Leute, die gerne driften, wichtig sein könnte. Ob ich meine Pedale invertiere, wird die Zukunft zeigen, ob ich die Zeit da rein investieren werde. Falls ich es machen sollte, werdet ihr es natürlich auf dem YouTube-Channel hier erfahren. Und ja, so viel zu dem ganzen Kermes Gear. Es gab einen kleinen Cut für euch, einen großen Cut für mich, und wie ihr sehen könnt, habe ich mein komplettes Kermes Gear an meinen Rig montiert. Die Pedale sind unten angebracht, das Lenkrad ist mit dem Servobase verbunden und alles mit dem PC verkoppelt. Damit ihr euch ein besseres Bild vom Aufbau machen könnt, werde ich kurz zeigen, wie ich alles montiert habe, und beende dann mein Video. Sollte euch mein Video gefallen haben, gebt diesem Video einen Daumen nach oben. Und für mehr solcher Videos abonniert meinen YouTube-Channel. Ihr seid auch sehr willkommen, bei meinen Streams dabei zu sein.